Fürst Hermann von Pückler-Muskau plante eine Reise nach Nordamerika und wollte vermutlich im September 1834 mit einem Auswandererschiff von Bremen ablegen. Wegen eines Duells mit Oberst Kurzel hatte er das Schiff verpasst. Stattdessen bereiste er den Nahen Osten. Er fuhr über Frankreich nach Algerien und Tunesien, anschließend weiter nach Griechenland, das derzeit von König Otto, dem Sohn des bayerischen König Ludwig, regiert wurde. Der Fürst besuchte die osmanische Provinz Ägypten und wurde vom Gouverneur Mohammed Ali Pascha als Staatsgast empfangen. Fürst Pückler erkundete das damalige Syrien, das biblische Heilige Land, Kleinasien und die Donauländer des Kaisertums Österreichs, um über das böhmische Marienbad wieder nach Muskau in Preußen zurückzukehren. Während der Orientreise des Fürsten lebte seine geschiedene Frau Lucy auf Schloss Muskau. Im September 1840 kehrte Fürst Hermann nach Muskau zurück. Die Briefe der Orientreise des Fürsten wurden 1836 in 5 Bänden im Stuttgarter Verlag von Eduard Hallberger veröffentlicht. Im Januar 1835 betrat Fürst Hermann von Pückler-Muskau in Algier den Boden eines neuen Kontinents. Das bunte orientalische Leben nahm ihn sofort gefangen. Keine Gefahr scheuend reitete Pückler nach Landessitte gekleidet mit goldbesticktem Gürtel bis in die Berge des Atlasgebirges. In Tunesien, seiner nächsten Station von April bis Oktober 1835, musste er sich auf afrikanische Verhältnisse einstellen. Der Bey von Tunis ermöglichte ihm eine Reise durch das Landesinnere. Begeistert studierte Pückler die antiken Stätten, musste dafür aber unglaubliche Strapazen ertragen. Am 30. Oktober 1835, seinem 50. Geburtstag, landete Fürst Pückler auf Malta. 2 Monate später reiste er nach Griechenland, wo sein Aufenthalt ein ganzes Jahr währte. Pückler beschreibt die Gegenden so, wie er sie wahrnimmt, zwischen großartiger Vergangenheit und gegenwärtigen Tücken des Alltags. Auch der griechische Volksaufstand gegen die osmanische Herrschaft und die folgende Umwandlung der Gesellschaft sind Themen seiner Betrachtungen unter dem Titel Griechische Leiden. Pückler plante, sich auf geschenktem Land anzusiedeln und einen Park anzulegen. Am 1. Januar 1837 traf Pückler in Alexandria ein, wo er einige Zeit verblieb. Trotz seines Pseudonyms der Verstorbene, das allerdings seit ca. 1836 mit dem Lausitzer Fürsten in Verbindung gebracht wurde, hatte er durch Reise- und Zeitungsberichte während seiner Aufenthalte in Algerien, Tunesien, Malta und Griechenland inzwischen eine große Bekanntheit erlangt. So wurde er vom osmanischen Vizekönig, dem Regenten Ägyptens und des ägyptischen Sudans Mehemet Ali wie ein Staatsgast empfangen und mit allen seinem Stand angemessenen Annehmlichkeiten einer umfangreichen Gefolgschaft, einem Koch, einem Arzt, Lastentieren, Lebensmitteln und vor allem wichtigen Sendschreiben ausgestattet. Im Januar 1837 bewegte er sich per Schiff auf dem Nil in Richtung Kairo fort. Nach Besichtigungen der dortigen Altertümer und Gesprächen mit Diplomaten und Wissenschaftlern begleitete er Mehemet Ali den Nil hinauf bis nach Nubien. Fürst Pückler berichtete: Im Vorsaal empfing mich das zu meinem Dienst bestimmte Personal von Dienern und Sklaven, wo mir sogleich eine reich mit Brillanten besetzte lange Pfeife und duftender Mokka-Kaffee in einer schimmernden Tasse respektvoll überreicht wurde. Mit der taktvollen Delikatesse und Höflichkeit überließ man mich hierauf eine Stunde lang ungenierter Erholung.
Wer ist der viel umstrittene osmanische Statthalter in Ägypten Mehmet Ali? Das Land blühte unter seiner strengen Verwaltung auf. Bis 1815 gelang es ihm, die gesamte Landwirtschaft unter Staatskontrolle zu bringen. Baumwolle, bis dahin kaum angebaut, wird zum Hauptexportartikel Ägyptens, denn mit der Industrialisierung in Preußen steigt der Bedarf gerade nach diesem Rohstoff. Gleichzeitig wird mit Hilfe ausländischer Techniker eine eigene Industrialisierungspolitik betrieben. Reisschälereien, Zuckerfabriken, Druckereien, Papiermühlen und nicht zuletzt eine leistungsfähige Schiffswerft errichtet. Schulen entstehen, sogar eine für Mädchen, Spezialhochschulen für Medizin, Pharmazie und Tiermedizin. Zum ersten Mal werden Fremdsprachen gelehrt und Dolmetscherschulen eingerichtet. Mehmet Ali schafft es, aus einer chaotischen Provinz einen straff gelenkten, leistungsfähigen und zivilisierten Staat zu machen. Er gerät freilich ins Mächtespiel der Türken, Engländer und Franzosen und muss sich oft wehren. Auf den Sklavenmärkten der ägyptischen Hauptstadt hat sich der preußische Fürst eingehend umgesehen, denn begleitet wird er auch von einer Sklavin namens Mahbuba. Als solche ist sie vorgeblich eine äthiopische Prinzessin in die deutsche, vor allem jedoch Lausitzer Kulturgeschichte eingegangen. Pücklers waghalsigstes, auch wohl traurigstes Abenteuer. Am 21. Februar hatte der Fürst Kairo verlassen. Welche Wunder hatte er inzwischen nicht alle gesehen. Theben, Karnak, Luxor, nur Halbgötter konnten solche gigantischen Werke schaffen. Die Sphinx steckte tief verschüttet im Wüstensand. An den Pyramiden gefällt ihm nur der Ausblick von hoch oben. Er ersteigt 2 von ihnen und macht sich den Spaß, an der kleineren auf der Spitze den Namen seiner Lucy einzuritzen. Anfang April landete Fürst Pückler in Assuan. Als Kenner der Geschichte wusste er sofort die unterschiedlichen Bauphasen der Stadt einzuordnen. Ein alter Palast am palmenbegrenzten Ufer deutete auf die nahe Stadt. Für die Weiterfahrt musste Pücklers Segelschiff den ersten der 6 Nilhindernisse überwinden. Das war je nach Wasserstand, Größe des Schiffes und der Ladung ein immer gewagtes Unternehmen. Mit viel Geschick und ebenso viel Geschrei wurden beide Schiffe von 300 Afrikanern glücklich durch die Klippen und Stromschnellen gezogen. Pückler war indes mit einer Karawane mit leichtem Gepäck weitergezogen. Wir nahmen den Weg durch die berühmten Granitbrüche, welche das Material zu allen zahllosen Monumenten ägyptischer Hauptstädte lieferten. Man besichtigte links und rechts Tempelreste, Gräberfelder, eine Zuckerfabrik, machte Jagd auf Krokodile, Giraffen und Nilpferde, was der sonst jeder Jagd abholde Fürst in diesem Umfeld vollauf genoss. Pückler sieht sich in ein arabisches Märchen versetzt. Kein Forscher, sondern ein Genießer. Was Pückler auf seiner Nilreise sah und so lebendig in seinem Buch schildert, erlebt heute keiner mehr. Oberägypten und Nubien sehen inzwischen ganz anders aus. Auch eine der heutigen Attraktionen bemerkte Pückler, den unvollendeten Obelisken. Die gewaltige, aus einem Block geschlagene Felsnadel ist über 40 Meter lang und wiegt etwa 1200 Tonnen. Nach einer Stunde scharfen Ritts und Rast in einem nubischen Dorf erblickte Pückler ein nächstes Wunder. Zwischen der abenteuerlichsten Felsenmasse ward plötzlich eine grüne, von Palmen überdachte Insel sichtbar. Von einem Ende bis zum anderen mit einer ununterbrochenen Reihe der prachtvollsten Bauten bedeckt. Es war Philae, gewiss eines der lieblichsten Wunder im fabelhaften Reiche der Pharaonen, einer der Glanzpunkte Ägyptens. Philae, auch Perle Ägyptens genannt, nahm bei dem Bau eines ersten Staudamms 1899 bis 1902 schweren Schaden. Die Tempel standen tief im Wasser. Mit dem Bau des Assuan-Hochdamms ab 1960 wäre die Insel verloren gewesen. So wurden die Bauwerke umgesetzt.
Fürst Pückler hatte wieder das große Segelschiff bestiegen. Unterwegs wurden ihm seltsame Waren angeboten: Schilde, Spieße, Strohhüte. Am 10. April erreichte er die Tempel von Abu Simbel, 280 Kilometer von Assuan entfernt und erst 1813 entdeckt. Den großen Tempel ließ der Pharao Ramses II. Errichten. Er ist den beiden Halbgöttern Ober- und Unterägyptens geweiht. Fürst Pückler war stark beeindruckt. Die Wirkung der gegen 70 Fuß hohen 4 Kolossen an der Fassade des größten Tempels, die in majestätisch heiterer Ruhe, die Hände behaglich auf die Knie gelegt, dicht am Wasser sitzen und als treue Wächter hier schon 3000 Jahre ausharren, ergreift vielleicht noch gewaltiger als die Säulen- und Obeliskenwälder Thebens. Alles an und in diesem Tempel atmet tiefen Ernst und göttergleiche Ruhe. Im Innern des Tempels beschrieb Pückler Kunstwerke, die heute noch Liebhaber entzücken. Der kleinere Tempel, der Liebesgöttin geweiht, wird von 12 Meter hohen Kolossalfiguren Ramses II. Und seiner Gemahlin Nefertiri geschützt. Doch weiter ging die Reise. Am 2. Nilhindernis musste das Segelschiff endgültig zurückbleiben. Der letzte Teil der Reise führte ihn durch das heutige Israel, Libanon, Syrien, auf die Insel Rhodos und Kos bis nach Konstantinopel.